Mitten im Mittelmeer liegt eine kleine Insel aus Felsen und Staub. Kaum jemand würde vermuten, dass hier eines der größten Comebacks der Geschichte seinen Anfang nehmen wird. Die Sonne brennt, die Wellen schlagen gegen die Ufer und irgendwo zwischen den Olivenhainen und den staubigen Straßen sitzt ein Mann, der einst ganz Europa in Atem hielt. Napoleon Bonaparte. Der Mann, der als einfacher Soldat begann und zum Kaiser der Franzosen aufstieg. Vor wenigen Monaten noch fürchteten ihn Könige und Generäle, seine Armeen marschierten von Spanien bis nach Moskau. Doch jetzt ist alles vorbei. Die Mächte Europas haben sich gegen ihn verbündet, seine Truppen wurden besiegt, Paris fiel und Napoleon wurde zur Abdankung gezwungen. Sein neues Reich? Die winzige Insel Elba. Für die Sieger ist es eine milde Strafe. Napoleon darf den Titel Kaiser behalten, bekommt eine kleine Garde, darf sogar Elba regieren. Er baut Straßen, inspiziert Häfen, reformiert Bergwerke. Den Bewohnern erscheint er wie ein merkwürdiger Fürst aus einer anderen Welt. Doch für Napoleon ist Elba ein goldener Käfig. Die Insel ist zu klein für seine Träume, zu ruhig für einen Mann, der an Schlachtfeldern und politischen Intrigen gewöhnt ist. Während er vorgibt, sich mit seinem Schicksal abzufinden, wandert sein Blick immer wieder nach Frankreich. Dort sitzt inzwischen Ludwig XVIII. Auf dem Thron. Die Bourbonen sind zurück und mit ihnen die alte Ordnung. Doch die Menschen in Frankreich sind unzufrieden. Viele Veteranen aus Napoleons Armee fühlen sich verraten, Offiziere verlieren ihre Posten, einfache Soldaten werden entlassen. Die Erinnerung an Napoleons Zeit, an Ruhm, an Siege, an ein mächtiges Frankreich ist noch frisch. In Paris wächst die Unruhe. Napoleon weiß das. Heimlich erreichen ihn Berichte über die Stimmung im Land, über Offiziere und Soldaten, die ihm noch immer die Treue halten. Über Menschen, die hoffen, dass der Kaiser zurückkehrt. Und so beginnt in den Nächten auf Elba ein neuer Plan zu reifen. Napoleon, der große Stratege, erkennt die Schwächen seiner Gegner. Die europäischen Mächte wiegen sich in Sicherheit. Die Briten überwachen die Insel, aber nicht mit aller Kraft. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass der Kaiser noch einmal zurückkehrt. Doch das ist ihr Fehler. Im Februar 1815 ist es soweit. Napoleon versammelt seine engsten Vertrauten. Seine kleine Garde steht bereit. Sie wissen, dass sie alles riskieren. Freiheit, Leben, vielleicht sogar die Zukunft Frankreichs. Am 26. Februar bricht die kleine Flotte auf. Wenige Schiffe, etwa 1000 Männer, einige Kanonen. Ihr Ziel die Küste Südfrankreichs. Die Überfahrt ist gefährlich. Britische Kriegsschiffe könnten sie entdecken und vernichten. Doch das Glück ist auf Napoleons Seite. An einem Morgen betreten sie französischen Boden, nahe der Bucht von Golfe Juan. Hier beginnt das, was später als die Herrschaft der 100 Tage in die Geschichte eingehen wird. Napoleon weiß, was auf dem Spiel steht. Er hat keine große Armee, keine Verbündeten, kein Geld, nur Mut, Entschlossenheit und das Vertrauen in seine alte Truppe. Er entscheidet sich für einen kühnen Plan. Statt eine große Stadt anzugreifen, marschiert er mit seinen Männern direkt ins Landesinnere. Sie ziehen durch Dörfer und Berge, hissen die alten Fahnen des Kaiserreichs, tragen die Uniformen, die ganz Frankreich noch kennt. Die Nachricht von Napoleons Rückkehr verbreitet sich wie ein Lauffeuer. In Paris herrscht Panik. Der König glaubt zunächst an ein harmloses Abenteuer, doch schon bald wird klar, die Menschen laufen zu Napoleon über. Die entscheidende Szene spielt sich auf einer Landstraße ab. Eine königliche Einheit stellt sich Napoleon entgegen. Die Soldaten richten ihre Gewehre auf ihn. Alles könnte in diesem Moment enden. Doch Napoleon geht allein auf sie zu, öffnet seinen Mantel und ruft: »Wenn ihr euren Kaiser töten wollt, hier bin ich!« Für einen Moment herrscht Stille. Niemand schießt. Stattdessen bricht Jubel aus. Die Soldaten laufen zu ihm über und rufen: »Es lebe der Kaiser!« Aus einer kleinen Schar wird eine wachsende Armee. Mit jedem Tag schließen sich mehr Veteranen, Offiziere und Städte Napoleon an. Die Menschen erinnern sich an die Zeit des Ruhms, an die Siege, an den Mann, der Frankreich einst groß gemacht hat. Die Armeen, die ihn aufhalten sollen, wechseln die Seite. Ludwig XVIII. Erkennt, dass er verloren hat. Er flieht aus Paris. Am 20. März 1815 marschiert Napoleon wieder in die Hauptstadt ein. Die Menschen jubeln,
Der Kaiser sitzt erneut auf dem Thron, nur wenige Monate nach seiner Verbannung. Ganz Europa ist fassungslos. Die Monarchien, die geglaubt hatten, Napoleon endgültig besiegt zu haben, müssen erkennen, der gefährlichste Mann des Kontinents ist zurück. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Preußen, Großbritannien, Österreich und Russland schließen eine neue Koalition. Sie erklären Napoleon zum Feind Europas und mobilisieren ihre Armeen. Napoleon weiß, er hat wenig Zeit. Er setzt auf einen schnellen, entschlossenen Schlag. Sein Plan? Die gegnerischen Armeen einzeln schlagen, bevor sie sich vereinen können. Doch diesmal steht das Schicksal nicht auf seiner Seite. Die Ereignisse führen nach Belgien, zur kleinen Stadt Waterloo. Hier auf den Feldern von Waterloo entscheidet sich das Schicksal Europas. Napoleon verliert die Schlacht und mit ihr sein letztes Reich. Doch was bleibt, ist die unglaubliche Geschichte dieses Comebacks. Ein Mann, der alles verloren hatte, entkam aus dem Exil, marschierte mit 1000 Getreuen durch ein ganzes Land und gewann ohne eine große Schlacht den kaiserlichen Thron zurück. Mut, Loyalität, strategisches Genie und der unerschütterliche Glaube an die eigene Sache. Das sind die Zutaten dieser Geschichte. Napoleons Rückkehr aus dem Exil ist mehr als ein politisches Abenteuer. Sie ist ein Symbol für die Kraft des Willens, für die Macht der Loyalität und für den Mut, alles zu riskieren, wenn andere längst aufgegeben haben. Es ist die Geschichte eines Mannes, der selbst im tiefsten Fall nicht an sein Ende glaubte und der Europa ein letztes Mal herausforderte. Wenn dich solche Geschichten faszinieren, wenn du mehr über die Wendepunkte und Persönlichkeiten erfahren willst, die unsere Welt geprägt haben, dann folge diesem Kanal. Denn Geschichte lebt von denen, die das Unmögliche wagen.